Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind diesmal nicht in Deutschland, sondern in Polen. Wir haben uns entschlossen, zur Festungsfront am Oder-Wartebogen zu fahren, beziehungsweise zum Ostwall. Wir sind gerade in einem sogenannten Panzerwerk drin und stehen ungefähr 40 Meter unter der Erde. Das kann man sich schwer vorstellen, aber wenn man hier das Treppenhaus mal hochschaut, was wir jetzt schon runtergelaufen sind, kriegt man mal einen Eindruck, wie tief wir sind. Von den Panzerwerken gab es Dutzende und diese waren mit kilometerlangen Gängen unter der Erde verbunden. In viele kommt man nicht rein, aber wir hatten jetzt das Glück, dass das einer hier offen war. Das Ganze steht hier auch schon ziemlich unter Wasser. Wir haben keine Gummistiefel mit, aber davon haben wir uns jetzt nicht aufhalten lassen. Wie man sieht, ist hier bereits die Wassertiefe bei ungefähr 1,50 Meter, würde ich schätzen. So tief wollen wir dann doch heute nicht rein, aber wir gucken mal. Hinter uns ein Tunnel und da schauen wir jetzt mal, ob wir da lang kommen. Die sind noch nicht so überschwemmt. Wie gesagt, sind die Gänge kilometerlang und wir hoffen, dass wir uns jetzt hier nicht verlaufen. Deswegen folgen wir jetzt einfach mal den Hauptverkehrsweg. Sogar noch original beschriftet. Schauen wir mal, wo der uns hinführt. Man merkt ja auch hier den Windzug. Ja. Kommt irgendwo Frischluft rein. Ja, es zieht halt durch, wa? Du hast so also einen Eingang wie hier gerade und woanders wahrscheinlich dann auch. Im Notfall findet man auch so wieder einen Ausgang. Halt durch das andere Panzerwerk vielleicht. Richtig. Man sieht mittlerweile nicht mal mehr das Ende des Tunnels. So lang geht das. Nö, nicht mal mit der weiten Taschenlampe. Witzig wäre es auch, wenn wir jetzt andere antreffen würden, die auch hier gerade durch ein anderes Panzerwerk Das habe ich mir wären. auch schon vorgestellt, das kann gut möglich sein. So vorstellen, Alter, 40 Meter unter der Erde. Ja, geplant war das Ganze auch insgesamt mit über 100 Kilometern unterirdischen Gängen. Das kann man sich echt kaum vorstellen. Wir sind jetzt an der nächsten T-Kreuzung sozusagen angekommen. Hier steht es auch ein bisschen mehr unter Wasser. Das Wasser fließt hier so den Rinnsal lang. Und irgendwo aus der Ecke, aus der anderen Seite, hört man irgendwie leichtes Rauschen oder irgendwelche Geräusche. Ich weiß nicht, ob man es im Video hört. Auf jeden Fall geht es in beide Richtungen wieder hunderte Meter weiter. Was man im Horrorfilm nicht machen sollte, ist immer zu den Geräuschen laufen. Aber wir sind neugierig und da hinten kommt irgendwo dieses Rauschen her. Wir denken, das ist ein Wasserfall oder sowas. Das wollen wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Was ist ja? Oh, ja. Aber was das wohl war? Mit so einer Trennwand ungefähr. Oder Halterungen waren da dran, keine Ahnung. Hier steht auch noch was drin. SHO. Keine Ahnung, also hier, SHO. Auf jeden Fall kommt das Wasser auch von da. Man sieht, wie schnell das Wasser fließt. Wie gesagt, keine Gummistiefel, man muss ja nicht komplett nass werden. Also kann man ja auch die alten Kabelhalter irgendwie nehmen und sich hier an Land lang tasten. Ja, das ist selbst für meine Stiefel, glaube ich, schon zu tief. Wir folgen weiter dem Rauschen. Es ist richtig laut schon. Ja, es kommt von irgendwo da hinten und durch die Gänge schallt es natürlich extrem. Ja, und laut den Geräuschen sind wir gleich da. Es fließt hier runter. Das Wasser fließt hier rein und das hört man richtig laut den ganzen Gang lang. Man sieht leider auch nicht, wie tief das dann noch runter geht. Das Rauschen kommt auch nochmal aus der Richtung. Scheinbar geht da auch nochmal ein Abfluss lang. Ja, hier zum Beispiel. Fließt das Wasser auch wieder ab. Das hört sich von weiter hinten im Tunnel echt an wie ein Wasserfall. Das schallt hier so gut. Das ist unglaublich. Mittlerweile spürt man auch wieder frischen Luftzug. Wir sind mittlerweile in Tunneln. Und wenn man hier läuft, ist es unglaublich laut. Neben Kreuzung, T-Gabelung gibt es hier auch noch Abzweigungen, andere einfach ewig lange Gänge und zwischendurch auch wieder Abzweigungen in andere Tunnel. Das Ganze ist ein Riesenlabyrinth und Verlaufen ist hier auf jeden Fall eine Gefahr. Es erinnert so ein bisschen an die Pariser Katakomben eventuell. Wir sind bis jetzt immer nur geradeaus gelaufen, damit wir uns nicht verlaufen. Aber hier gibt es hier so eine kleine Abzweigung, das sieht so ein bisschen aus wie eine Art Raum oder so. Deswegen gehen wir jetzt doch mal nach rechts hier und schauen mal, was hier kommt.
hier ist einfach nur eine Sackgasse. Und es ist seltsam, wie ruhig es ist. Eben war die ganze Zeit Geräuschkulisse durch die Wassertropfen, das fließende Wasser. Und hier ist einfach nichts mehr. Mittlerweile haben wir hier einen Weg aus Kacheln und Schienen. Wird wahrscheinlich für Transportzwecke genutzt, weil den ganzen Weg zu Fuß wäre ja auch ein bisschen weit gewesen damals. Ja, und hier sieht man noch, das war wahrscheinlich mal so ein Weichensteller. Da war bestimmt mal so ein Hebel dran. Und dann konnte man hier die Weichen umstellen. Und dann haben sich hier die Schienenwege aufgeteilt. Wir sind jetzt seit einer Weile auch schon wieder auf dem Rückweg, weil wir jetzt schon etliche Kilometer und auch seit fast 3 Stunden hier unterirdisch unterwegs sind. Wir gucken jetzt mal Richtung Eingang, also wo wir vorhin reingekommen sind, haben wir fast schon wieder erreicht. Und schauen aber nochmal in die andere Richtung, ob es da noch ein bisschen was Interessantes gibt. Und da gehen wir jetzt erstmal wieder lang. Junge, Alter. Nein, hier will keiner sehen, wie ich da reinfahre. Das wird nicht stattfinden. Schade. Tunnel, ey. Geht halt überall irgendwo rein. Hier sind alles so alte Schiebetüren, die sind mittlerweile, glaube ich, mit dem Rahmen zusammengewachsen. Die bewegen sich keinen Millimeter mehr. Können wir mal gucken, ob es hier in den Nebenräumen noch was Spannendes gibt. Da waren wir nämlich auch noch nicht drin. Hier geht tatsächlich noch eine Treppe hoch. Hoch? Ja, das ist oben. Oh, auch sogar eine richtige Treppe. Schwer. Ist aber auch mehr. Auf der Seite können wir wahrscheinlich nicht mehr durch, wie man sieht. Ja, ziemlich tief. Das ist doch 1 Meter tief ungefähr. Da reichen auch keine wasserdichten Schuhe. Ja, wir sind jetzt wieder am Anfang angekommen, wo wir reingekommen sind. Und daher wir den Einstieg nicht gefilmt haben, filmen wir jetzt einfach mal den Aufstieg. Dann seht ihr, wie es hier reinging. Vorher bereits in 2 Panzerwerken, in 2 anderen, die wurden gesprengt und das hier wurde auch zum Teil gesprengt, allerdings kommt man hier noch runter. Was allerdings bei den anderen Panzerwerken auch da war, war diese zylindrische Bauform, die sich jetzt rausgestellt hat, ja zum Teil Treppenhaus war. Bei den anderen hat allerdings das Treppenhaus schon gefehlt. Da ging es also nur knapp 30, 40 Meter einfach runter. Das war die erste Barriere hier runter, nochmal so ein kleines Loch in dieser Stahltür. Da müssen wir jetzt natürlich auch wieder durchkommen. Was im Nachhinein auch ein bisschen mulmiges Gefühl gibt, ist, dass es hier unter uns jetzt knapp diese 30, 40 Meter runter geht und hier ist tatsächlich ein Fehltritt nicht so geil. Da geht es nämlich direkt runter. Wir sind vorhin direkt runtergegangen, deswegen gucken wir jetzt hinten bei der Tür noch. Die Schuhe sind sowieso klitschnass, also macht das jetzt auch keinen Unterschied mehr. Da einfach
Ich habe ja zum Glück Stiefel an. Ja, es hat sich richtig gelohnt, sich auch noch die Hose ein bisschen nass zu machen, weil hier im Raum ist einfach nichts. Also, naja, gehen wir wieder zurück. Der erste enge Durchgang war quasi dieses kleine Loch. Das wird dann von Leuten hier mal aufgebrochen wahrscheinlich. Und da müssen wir jetzt auch erstmal wieder durchkommen. Und dann geht es die Treppe da hinten hoch. Und dann sind wir auch schon wieder an der Oberfläche. Das ist tatsächlich echt nicht so leicht da durchzukommen. Oh, scheiße. Voll das Knie an die Augen. Oh. Gleich hängt er fest. Oh nee, er schafft es sogar. Wie so eine Katze kommt durch jede kleinste Lücke. Hallo? Hallo? Mensch, hier kriegen wir noch Leute zu Besuch. Ich mach meinen Rucksack erstmal. Ja. Wie du gar nicht, oder? Nicht so gelenkig wie du. Ich habe auch fast einen Krampf bekommen. Das klappt schon. Jetzt fahr ich gleich vorwärts und dann ist was Schönes passiert hier. Also habe ich es wenigstens auf Video. Oh, sorry, Alter. Jetzt musst du mich mal halten, glaube ich. Ich glaube, die Methode ist doch nicht so geil. Ja, komm her. Komm her. Ja. Boah, ja, danke. Thanks. Danke. Okay, mit den Füßen doch vorwärts ist ganz gut. Ja. Wir haben ja noch andere Leute getroffen. Ein paar Polen. Und haben gerade ein bisschen mit denen gequatscht. Die wollen hier auch runter. Ah, da ist das andere Team. Hallo. So, wir sind jetzt mittlerweile wieder im Auto angekommen. Wir mussten noch fast 2 Kilometer durch die Dörfer laufen. Und es ist jetzt mittlerweile auch richtig dunkel geworden. Auf jeden Fall muss ich sagen, seit 2014, wo wir jetzt die Lost Places machen, war das echt eine geile Tour. Also von den Erlebnissen mega geile Tour. muss ich echt sagen, das hat mich geflasht heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert und dann seid gespannt und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Okay.